Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Video zu diesem Carbon-Stativ hier. Die Firma Coman ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich nicht mal das Zero F38 reviewen will. Die haben mir das zugeschickt, ich werde dafür aber nicht bezahlt und darf meine Meinung frei äußern. Und ich habe mir dieses Stativ einfach mal angeschaut, denn es ist, wie ihr es auch schon sehen könnt, sehr klein und kompakt. Es ist also wirklich vor allem sehr dünn. Wenn man das hier zusammenklappt, sind es nur 7 cm im Durchmesser und dadurch eignet sich das natürlich sehr, um das Ganze mit auf Reisen zu nehmen. Ich habe sonst normalerweise immer ein Gizzo-Stativ dabei. Das ist natürlich deutlich teurer, ist dafür aber wirklich auch sehr stabil. Und ich habe mir das Ganze hier mal angeschaut, so ein bisschen im Vergleich zum Gizzo. Das Coman, das bekommt ihr mit Gutschein aktuell für ca. 230 €. Das Gizzo, das liegt da ungefähr beim Vierfachen, aber ich sag's mal so, das ist dann auch ein Tick stabiler. Ich möchte aber jetzt nicht zu viel verraten. Schauen wir uns das ganze Stativ erstmal an. Wir haben hier eine Länge von ca. 42 cm und wie schon erwähnt, einen Durchmesser von 7 cm, wenn das zusammengeklappt ist. Das ist also schon sehr kompakt. Bei dem Ganzen wiegt es dann auch nur 1,1 Kilo. So wie es hier steht mit diesem Kugelkopf und dieser Mittelsäule, da ist es natürlich dann schon sehr reisetauglich. Also es passt eigentlich in jedes Handgepäck und das macht dann natürlich schon mal einen Unterschied. Ich zeige es euch hier nochmal, das geht so, wenn man das daneben stellt, wenn die hier mal so nebeneinander stehen, dann seht ihr da schon einen deutlichen Unterschied. Und gerade wenn ihr am Fliegen seid oder so, macht es natürlich alles einen Unterschied im Gewicht und in der Größe, und deswegen ist das hier auch sehr interessant gewesen. Und da hat es mich dann natürlich auch interessiert, wie stabil ist das Ganze jetzt. Im Vergleich zum Gizzo muss ich sagen, es ist stabil, ja, da kann man so nicht sagen, aber klar, das Gizzo ist nochmal ein anderes Level an Stabilität. Da gibt es so einen kleinen Test, den blende ich euch auch mal ein. Wenn ihr das Ganze ausfahrt und ihr legt euren Finger hier oben drauf und ihr bewegt das Ganze dann mal so ein bisschen, dann lässt sich da so von Stativ zu Stativ einen Unterschied feststellen. Stabilere Stative, die wackeln da so gut wie gar nicht. Das Gizzo unter anderem gehört da auch dazu. Nicht so stabilere, die wackeln dann schon relativ ordentlich. Das Coman ist so, ich würde sagen, es ist schon wirklich sehr stabil. Ihr dürft nur die Mittelsäule nicht ausfahren. Wenn ihr die Mittelsäule ausfahrt, dann ist das Ganze, ich kann es euch hier mal kurz zeigen, wenn man das so macht, das ist hier schon wackeliger. Also das ist beim Gizzo zwar auch so, Mittelsäule ausgefahren ist das Ding lang nicht so stabil, wie wenn sie eingefahren ist. Hier ist es auch so, aber hier ist es dann doch nochmal ein deutlicher Unterschied. Ihr habt hier eben auch nicht so den Riesendurchmesser. Das wird hier zwar relativ gut eingespannt. Ihr habt hier so einen kleinen Schnellverschluss, will ich es mal nennen, wo ihr das Ganze verstellen könnt. Es ist stabil. Meiner Meinung nach benutzt einfach die Mittelsäule nicht, dann habt ihr da ein wirklich sehr stabiles Stativ und vor allem für die Größe ist es eben gut. Ihr habt hier 4 Verschlüsse, die lassen sich auch sehr schnell betätigen und dann die Füße auch ein- und ausfahren, was natürlich beim Stativ auch immer so ein bisschen ein Vorteil ist, wenn das nicht allzu lang dauert, um das aufzubauen. Ihr habt hier 3 Verstellbereiche für die Füße. Ich muss mal kurz nachschauen. Das sind 20, 55 und 75 Grad. Das heißt, ihr kommt hier auf einen Verstellbereich von ca. 15 cm Höhe bis zu 160 cm. Wenn ihr das Ganze komplett ausfahrt. Ihr seid so ungefähr bei 133 cm, wenn ihr die Mittelsäule nicht benutzt. Wie ich euch schon gesagt habe, ich würde sie an eurer Stelle nicht benutzen. Dann ist das Ganze wirklich sehr stabil und eignet sich auch mal für längere Langzeitaufnahmen. Oben habt ihr einen Kugelkopf und der lässt sich eigentlich auch ziemlich einfach betätigen. Ihr macht ja auch so diesen Schnellverschluss auf und könnt das Ganze dann in einem eingeschränkten Bereich nutzen. Jetzt seht ihr hier, ihr habt ja auch noch eine kleine Wasserwaage dran. Der Bereich ist schon sehr eingeschränkt. Ihr müsst also vielleicht ein bisschen durch die Beine ausleveln. Ihr könnt aber auch die Säule ein Stückchen ausfahren und habt dann die Möglichkeit, den Kopf sogar um 90 Grad zu drehen. Ihr habt hier also dann mehr Möglichkeiten, eure Kamera einzustellen, müsst dazu aber eben die Mittelsäule ausfahren. Wenn ihr die jetzt nur so ein Stück ausfahrt, dann ist das Ganze auch immer noch stabil. Fahrt ihn nur nicht ganz aus, wäre mein Tipp an euch. Ansonsten lässt sich das hier wirklich sehr sauber verstellen und vor allem, wenn ihr das festzieht, verstellt sich hier auch nichts mehr. Das ist dann wirklich fest. Bei anderen Stativen, die so kleine Kugelköpfe haben mit so einem Schnellverschluss, ist es ja manchmal so, dass wenn man die festzieht, sich das Ganze nochmal verstellt. Ist hier auf jeden Fall nicht der Fall. Also insoweit macht es schon einen, ist ganz unten, einen sehr guten Eindruck. Was mir nicht gefällt, ihr habt hier
zwar eine Aufnahme, die wie Arca Swiss aussieht, aber die ist ein bisschen zu eng. Ihr habt hier eine Platte dabei, die lässt sich in anderen Arca Swiss Stativen auch ohne Probleme nutzen. Nur hier könnt ihr, wie zum Beispiel, ich habe hier die S9 mit dem Small Rig, das geht da nicht rein. Ihr müsstet hier die Schrauben rausmachen und selbst dann passt es nicht von der Breite, also von dieser Seite her sehen wir das jetzt mal. Ihr kommt da an den ran und dann lässt sich das da einfach nicht einbringen. Das ist sehr schade. Ich weiß nicht, ob das da irgendwie an Lizenzkosten oder sowas liegt, aber ihr habt auch noch eine zweite Mittelsäule und da habt ihr einfach einen Viertelzoll Gewinde oben drauf und da könnt ihr dann noch einen Kugelkopf, den ihr benutzen wollt, nutzen. Also das ist dann auch wirklich sehr fest. Klar, die Säule auch wieder, wenn ihr die ausfahrt, schwankt die ein bisschen hin und her, beziehungsweise schwanken kann man es nicht nennen. Die hat halt ein bisschen Spiel, ist halt nicht so fest, so stabil wie das Ganze jetzt hier. Ist ein bisschen schade, weil der Kugelkopf an sich mit dem Verschluss hier oben, das ist richtig toll. Ihr habt hier einen Verschluss, den könnt ihr drücken, um dann die Platte rauszunehmen. Ihr könnt das Ganze sperren, damit ihr das eben nicht versehentlich irgendwie umstellen könnt. Und ihr habt das Ganze noch als Panoramakopf, 360 Grad könnt ihr drehen und auch hier sehr toll fixieren. Was ihr hier dann auch nur beachten müsst, die Spannung hier, der kleine Versteller hier, der ist so ein bisschen, den könnt ihr da verstellen, dass der eben nicht im Weg hier ist, falls ihr die Platte in die Richtung entnehmen wollt. Das Ding ansonsten macht wirklich sehr viel Spaß zum Benutzen, wenn man eben die passende Platte hier oben hat. Ihr habt hier noch einen Viertelzoll Gewinde, da ist auch noch so ein kleiner Halter dabei, eine Magic Arm mit einem Smartphone-Halter, da könnt ihr das Ganze also hier dann noch befestigen und vielleicht euer Smartphone, wenn ihr das als Bildschirm nutzen wollt oder so, befestigen. Das ist also alles gar nicht so schlecht. Ich schaue mal kurz, was ich hier vielleicht noch vergessen habe. Genau, ihr habt hier unten den Haken, da könnt ihr noch was befestigen. Dann ist das Ding natürlich stabiler. Wenn ihr da ein Gewicht hinmacht und es steht, dann ist es allgemein immer so, hängt da was hin, das Stativ steht dann einfach besser. Das Ganze ist ja aber auch noch ein Imbusschlüssel. Den könnt ihr rausmachen und ihr hört es jetzt vielleicht. Ihr habt da einen Imbusschlüssel, da könnt ihr dann oben die Platte an eurer Kamera auch verwenden. Es ist nur so, ihr könnt da nicht richtig viel Anzugskraft aufwenden, weil ihr das Ding eben nicht so richtig gut fassen könnt. Ist aber gut, wenn was dabei ist, weil dann muss man nicht noch extra Werkzeug mitnehmen und man kriegt es schon gefasst. Aber was ihr hier jetzt vielleicht schon hört, das Ding wackelt immer so ein bisschen. Wenn ihr da jetzt irgendwie vielleicht Videoaufnahmen oder so macht, dann müsst ihr da echt schauen, dass ihr die Geräusche da unterbindet. Wenn ihr da natürlich ein Gewicht dranhängen habt, dann wird es nicht hörbar sein. War einfach so, dass es mich so ein bisschen gestört hatte. Ja, muss man eben beachten. Ich mache meistens eigentlich immer Fotos, deswegen ist es da nicht so das Problem. Aber wie gesagt, wenn ihr Videos macht, ist das halt ein bisschen anders. Das Stativ soll 18 Kilo schaffen. Ich habe das nicht mit 18 Kilo ausprobiert. Ich hatte mal meine Z8 mit dem 180-600 drauf. Das war wirklich sehr stabil, natürlich ohne die Mittelsäule ausgefahren zu haben. Ansonsten 18 Kilo. Der Kugelkopf, wenn ihr den ausfahrt, soll dann noch, ich glaube, 7 Kilo halten können. Ja, genau, 7 Kilo. Das hält er auch. Also wenn ihr den festzieht, da könnt ihr schon wirklich was drauflegen. Ob es jetzt 18 Kilo sind von dem ganzen Stativ, eine Cinema-Kamera mit Objektiv und Monitor und so weiter, ist natürlich ein bisschen grenzwertig. Wie gesagt, ansonsten ist es eben wirklich sehr kompakt und das ist auch echt der große Vorteil von dem Stativ. Es ist eben sehr klein, kompakt, handlich, gerade für Reisen. Ihr habt hier unten Gummifüße, da werden auch noch erstmal hier eine Tragetasche noch mitgeliefert und hier noch Spikes. Damit könnt ihr das Ganze dann natürlich auch im Gelände alles noch ein bisschen fester bzw. einfach sicherer abstellen. Und wie gesagt, ihr habt hier eben die Schnellverschlüsse, das lässt sich da sehr schnell verstellen. Ist auch meiner Meinung nach in dem Bereich, wo ihr es nur über die Füße verstellt, wirklich schon sehr stabil. Eben, wenn man es vergleicht mit dem Gizzo, was über 1000 Euro kostet, dann ist das hier natürlich mit jetzt gerade ungefähr 230 Euro schon ein Schnapper. Wie gesagt, ich wollte euch das einfach mal so rüberbringen. Ich packe euch da auch Links in die Beschreibung, dann könnt ihr euch das Ganze mal angucken und selber überlegen, ob ihr das vielleicht kaufen wollt. Es ist eben einfach schade, der einzige Nachteil von diesem Stativ ist eigentlich wirklich hier der nicht Arca Swiss taugliche Kopf. Das macht es ein bisschen schade, weil ich eben auch sehr viele L-Winkel habe und so, die ich gern hier einfach ohne Probleme nutzen wollte. Wenn ihr natürlich nur eine Kamera habt, dann ist das ja kein Problem, weil eine Platte wird passend dazu mitgeliefert.
Und dann war es das jetzt auch schon von mir. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Wenn es denn so war, lasst mir doch einfach ein Like da. Wenn ihr Fragen oder Anregungen dazu habt, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich versuche das dann zu beantworten bzw. im nächsten Video dann umzusetzen. Und abonniert den Kanal für weitere Videos. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.